Noch einmal wagte ich einen Blick in seine Richtung und bereute es sofort. Wieder funkelte er mich wütend an. Wieder war der Blick seiner schwarzen Augen voller Abscheu. Ich wich so weit zurück, wie es mein Stuhl zuließ. Wenn Blicke töten könnten, schoss es mir durch den Kopf. In diesem Moment passierten zwei Dinge gleichzeitig. Es klingelte so laut, dass ich erschreckt zusammenfuhr, und Edward Cullen schoss mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung. Er war viel größer, als ich vermutet hatte, von seinem Platz hoch und war im Gang verschwunden, bevor irgendjemand sonst überhaupt aufstehen konnte. Ich saß verdattert auf meinem Stuhl und schaute ihm mit einem Blick nach. Wie gemein! Langsam klaubte ich meine Sachen zusammen und bemühte mich, die Wut zu unterdrücken, die in mir hochstieg. Ich hatte Angst, in Tränen auszubrechen. Aus irgendeinem Grund musste ich nämlich immer weinen, wenn ich wütend war. Eine entwürdigende Eigenschaft. »Bist du nicht Isabella Swan?« hörte ich jemanden fragen. Ich hob meinen Blick. Vor mir stand ein hübscher, milchgesichtiger Junge, der seine blonden Haare mit viel Sorgfalt in Gel zu Stacheln aufgestellt hatte. Er lächelte freundlich. Offensichtlich fand er nicht, dass ich schlecht roch. »Bella«, verbesserte ich ihn und lächelte. »Ich bin Mike.« »Hey Mike, wo musst du als nächstes hin? Soll ich dir den Weg zeigen?« »Ich muss zur Turnhalle. Ich glaube, die finde ich.« »Da muss ich auch hin.« Er schien ganz aus dem Häuschen zu sein, obwohl das in einer Schule dieser Größe kaum ein bemerkenswerter Zufall war. Also gingen wir gemeinsam. Er war eine Quasselstrippe und übernahm den Großteil der Konversation, so dass ich eigentlich nur zuhören musste. Bis er 10 war, hatte er in Kalifornien gewohnt. Er wusste also, wie ich mich fühlte ohne Sonne. Er war auch in meinem Englischkurs, wie sich herausstellte, und der netteste Mensch, der mir an diesem Tag begegnet war. Doch dann, als wir die Turnhalle betraten, fragte er: »Sag mal, hast du Edward Cullen eigentlich einen Stift zwischen die Rippen gebohrt, oder was? Ich habe ihn noch nie so gesehen wie heute.« Ich zuckte zusammen. Es war also nicht nur mir aufgefallen, und es war anscheinend nicht Edward Cullens übliches Verhalten. Ich stellte mich dumm. »War das der Junge, der neben mir in Bio saß?« fragte ich arglos. »Genau der. Er sah aus, als täte ihm etwas weh oder so.« »Keine Ahnung«, erwiderte ich. »Wir haben nie miteinander gesprochen.« »Er ist ein komischer Typ.« Mike blieb stehen. »Wenn ich das Glück hätte, neben dir zu sitzen, würde ich mit dir sprechen.« Ich lächelte und ging in den Umkleideraum der Mädchen. Er war nett und offensichtlich an mir interessiert, doch das änderte nichts an meiner schlechten Stimmung. Coach Clapp, der Sportlehrer, suchte eine Garnitur-Sportkleidung für mich raus, bestand aber nicht darauf, dass ich mich gleich umzog und mitmachte. Zu Hause war Sport nur 2 Jahre lang Pflichtfach gewesen. Hier stand es die ganzen 4 Jahre auf dem Programm. Fox war buchstäblich meine persönliche Hölle auf Erden. Ich schaute bei 4 gleichzeitig stattfindenden Volleyballspielen zu und dachte daran, wie viele Verletzungen ich mir und anderen beim Volleyball zugefügt hatte. Mir wurde ein wenig schwindelig bei dem Gedanken. Endlich war auch die letzte Stunde vorbei. Langsam ging ich zum Büro, um meine Unterlagen abzugeben. Der Regen hatte nachgelassen, doch der Wind war stärker und kälter geworden. Ich schlang meine Arme um meinen Oberkörper. Als ich das warme Sekretariat betrat, hatte ich fast wieder kehrt gemacht. Vor mir am Tresen stand, unverkennbar mit seinem verwurstelten Schopf bronzefarbener Haare, Edward Cullen. Er schien mein Eintreten nie zu registrieren. Ich stellte mich an die hintere Wand und wartete,
bis die Sekretärin für mich Zeit hatte. Er diskutierte mit ihr mit leiser, angenehmer Stimme. Ich merkte schnell, worum es ging. Er versuchte, seinen Biologiekurs auf eine andere Stunde zu legen, egal welche. Ich konnte einfach nicht glauben, dass es dabei um mich gehen sollte. Es musste etwas anderes sein, etwas, das passiert war, bevor ich den Bioraum betreten hatte. Sein Gesichtsausdruck vorhin war durch meine bloße Anwesenheit nicht zu erklären. Es war unmöglich, dass dieser Fremde eine derart plötzliche und intensive Abneigung gegen mich hegte. Auf einmal öffnete sich die Tür. Ein kalter Windstoß fegte durch den Raum, brachte die Papiere auf dem Tresen zum Rascheln und fuhr mir in die Haare. Ein Mädchen kam herein, ging zum Tresen, legte einen Zettel in eine Ablage und verschwand wieder nach draußen. Edward Cullen versteifte sich. Langsam drehte er sich um und starrte mich wütend an. Sein Gesichtsausdruck war fast überirdisch schön, doch sein Blick war stechend und hasserfüllt. Panik durchfuhr mich. Die Haare auf meinen Armen stellten sich auf. Sein Blick währte nur eine Sekunde, doch er brachte mich stärker zum Frösteln als der kalte Wind. Dann wandte er sich wieder der Sekretärin zu. »Okay«, sagte er hastig und mit sanfter Stimme. »Ich verstehe, dass es unmöglich ist. Haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe.« Dann machte er kehrt und verschwand nach draußen, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Ich ging eingeschüchtert zum Tresen und reichte der Sekretärin den Zettel mit den Unterschriften. Mein Gesicht war ausnahmsweise mal nicht gerötet, sondern kreidebleich. »Na, Isabella, wie lief dein erster Tag?« fragte sie mütterlich. »Gut«, log ich mit schwacher Stimme. Sie sah nicht überzeugt aus. Mein Transporter war fast das letzte Auto auf dem Parkplatz. Er war meine einzige Rettung, das, was einem Zuhause am nächsten kam, in diesem nassen, grünen Kaff. Eine Zeit lang saß ich nur da und starrte ausdruckslos nach draußen. Doch dann wurde es schnell so kühl, dass ich die Heizung brauchte. Also drehte ich den Schlüssel im Zündschloss und ließ den Motor anspringen. Den ganzen Weg zurück zu Charlies Haus kämpfte ich mit den Tränen.